Egal ob Straßenecke oder Wald, urinieren und abkacken in der Öffentlichkeit ist in Deutschland nicht erlaubt. Wie, Gullis führen nicht in die Kanalisation? Was? Man soll nicht einfach in den Busch strollen. Toilettenpapier nicht einfach verbuddeln? Warum? Man kann natürlich nicht immer alle Gesetze und Regelungen kennen, aber letztendlich interessiert das Ordnungsamt, Polizei und einen Richter nicht. Der sagt dann, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn die Unwissenheit genau das ist, was euch bisher stresst, dann soll euch dieses Video weiterhelfen. Denn nach diesem Video wisst ihr, wo ihr überall langfahren dürft, wo ihr parken dürft, wie lange ihr parken und irgendwo übernachten dürft, wie ihr Müll, Abwasser und eure Notdurft entsorgt und welche Strafen es geben könnte. Dieses Video könnte etwas länger dauern, denn ich beantworte die 10 meistgestellten Fragen zu den Camper Basics. Ich würde sagen, macht euch einen Kaffee, nehmt euch einen Keks, setzt euch hin, macht es euch gemütlich. Disclaimer vorweg, ich bin keine Rechtsanwältin. Ich habe einfach nur recherchiert, welche Infos es gibt, jede Info mit einer Quelle belegt, aber es handelt sich nicht um eine verbindliche Rechtsauskunft. Ihr seid für die Infos selber verantwortlich und für euer Tun, deswegen kann ich ja keine Haftung für übernehmen. Aber ich glaube, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen alles zusammengetragen, was es dazu belegbar mit guten Quellen gibt. Jetzt mache ich mir meinen Kaffee. Den Teil mag ich. Frage 1. Darf ich Feld- und Waldwege befahren und im Wald parken? In den meisten Bundesländern ist das Befahren von Feldwegen und das Parken von motorisierten Kfz im Wald verboten. Vor allem im Sommer besteht durch den erhitzten Katalysator an Autos eine erhöhte Waldbrandgefahr. Das Zeug ist alles trocken, kann sich entzünden. Aber auch den Rest des Jahres über gilt in den meisten Bundesländern, das Befahren von Feldwegen mit motorisierten Kfz ist verboten, genau wie das Abstellen dieser Wagen in Wäldern. Nachlesen könnt ihr das Ganze in den Landeswald- bzw. Landesforstgesetzen und für Bayern das Bayerische Naturschutzgesetz. Alle Quellen sind in der Infobox verlinkt. Ihr dürft in folgenden Bundesländern nicht mit eurem Wagen in Wälder fahren oder parken: NRW, Baden-Württemberg, Bremen, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Hamburg und Niedersachsen sind die einzigen beiden Bundesländer, wo das Befahren und Parken trotzdem erlaubt sein kann, wenn das so gekennzeichnet ist. Also die genauen Detailinfos dazu findet ihr auch in der Infobox. In manchen Bundesländern kann dieses Verbot des Befahrens und Parkens im Wald allerdings durch den Besitzer oder durch eine Forstbehörde aufgehoben werden. Steht auch alles in der Infobox. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, wo es einfach gar keine Auskunft zum Befahren gibt. Frage 2. Darf ich im Wohnmobil übernachten? Darf ich in meinem Reisemobil übernachten? Ja, eine Nacht ist zulässig, allerdings gibt es dabei Einschränkungen. Und wenn ich von Wohnmobil spreche, dann ist damit auch alles andere gemeint, sowas wie Reisemobil, Campervan, Dachzelt. Ich muss nur einmal kurz den Kaffee jetzt. Oh, heiß! Warum ist die Kanne so heiß? Da muss ich jetzt durch, ich will Kaffee trinken. Gut, dass kein wichtiges Blatt Papier war. Jetzt sehen wir uns auch mal. Ich mag das auch nicht, wenn zwischen mir und den Zuschauern immer so ein Alu-Windschutz steht. In einem der letzten Videos zum Thema Freistehen habe ich irgendwas von Gemeingebrauch erzählt. Und der Absatz zum Gemeingebrauch ist auch in der Infobox verlinkt. Kein Gemeingebrauch liegt dann vor, wenn jemand die Straße nicht zu Verkehrszwecken, sondern für andere Zwecke nutzt. Wenn ein Wohnmobil also nicht vorrangig für den Verkehr, sondern zum Wohnen dienen soll, dann ist es ziemlich schnell kein Gemeingebrauch mehr, sondern eine Sondernutzung. Das Ruhen und Übernachten in einem Wohnmobil zur zum Beispiel Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ist auf Reisen okay, also ist immer noch zulässiger Gemeingebrauch und keine Sondernutzung. Es sei denn, man macht etwas, was das wiederum aufhebt. Das Übernachten im Rahmen des zulässigen Parkens im Rahmen der Straßenverkehrsordnung ist übrigens dann nicht zulässig, wenn der Fahrer bei Unterbrechung der Fahrt noch fahrtüchtig wäre und sich erst anschließend, zum Beispiel durch den Konsum von Alkohol, fahruntüchtig macht.
auf die Nummer mit der Fahrtüchtigkeit, die verhindert, dass ihr weiterfahren könnt, könnt ihr euch also wirklich nur berufen, wenn diese Fahruntüchtigkeit eine Folge aus der Teilnahme am Verkehr ist. Zum Beispiel, wenn ihr müde werdet oder die zulässigen Fahrzeiten überschreiten würdet. Frage 3. Wo darf ich im Wohnmobil überall übernachten? Also ihr dürft mit eurem Reisemobil, Caravan-Gespann überall dort halten und parken, wo es im Rahmen der Straßenverkehrsordnung oder wo öffentlicher Raum des Straßenverkehrs ist und wo es nicht durch ihre Zeichen, die Zeichen der Straßenverkehrsordnung, eingeschränkt oder verboten ist. Zum Beispiel, wenn Orte mit dem Schild Parkplatz beschildert sind. Wenn da allerdings das Zusatzzeichen Wohnmobil ist, dann darf man da nur mit einem Wohnmobil parken. Wenn da das Zeichen Parken ist und zusätzlich noch ein Pkw-Zeichen, dann dürft ihr dann nur mit eurem Pkw und nicht mit eurem Wohnmobil stehen. Das gleiche gilt, wenn es Parkbuchten sind, die für euer Reisemobil zu klein und zu eng sind und ihr dadurch gegebenenfalls andere Verkehrsteilnehmer behindert. Wenn man irgendwo auf dem Bürgersteig parken darf, gilt für Wohnmobile trotzdem eine Gewichtsbegrenzung von 2,8 Tonnen. Wenn euer Wohnmobil also 3,5 bis zu 3,5 Tonnen wiegt, dann dürft ihr auch nicht, wenn es eigentlich gestattet ist, auf dem Bürgersteig parken. Also in Deutschland ist das Parken für eine Nacht in den meisten Fällen okay, wenn ihr euch an den anderen Quatsch haltet. Wie das für andere Länder aussieht, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und zwar eine Tabelle, da ist das aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Ländern. Und da ist einmal aufgezeigt, wo ihr für eine Nacht außerhalb eines Campingplatzes stehen und übernachten dürft. Und wo ihr vielleicht sogar länger als eine Nacht außerhalb von Campingplätzen stehen und übernachten dürft. Frage 4. Kann es eine Strafe geben, wenn ich im Wohnmobil übernachte? Also das einmalige Übernachten wird in der Regel nicht geahndet, es sei denn, es handelt sich um ein ordnungswidriges Parken oder unzulässiges Campen. Dann kann es ein Verwarn oder Bußgeld geben. Also ihr kommt aus dem Bereich der Nutzung von Wohnmobilen zu Verkehrszwecken zum Beispiel raus, wenn ihr das Wohnmobil vorrangig zum Wohnen nutzt, also Campingverhalten an den Tag legt. Dazu gehört das Rausstellen der Stühle oder Tische, Rausfahren von Markise, alles was so dazu gehört, sich wohnlich einzurichten. Ich weiß nicht, wie das mit dem Graubereich einer ausziehbaren Küche aussieht, wenn die Küche im Auto ist, ihr aber draußen steht. Wenn das irgendjemand weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So ein Verhalten gilt also als verkehrsfremd. Natürlich dürft ihr die Wohnmobilausstattung im Wohnmobil nutzen. Alles, was draußen ist, da kommt ihr aus dieser Verkehrsnutzung für den Verkehrszweck raus und dann herrschen andere Regeln. Denn jegliche Nutzung, die über die Nummer mit Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit und so weiter hinausgeht, ist eine Sondernutzung und muss eigentlich von der zuständigen Gemeinde genehmigt werden. Campenfahrer unberechtigterweise kann es Bußgelder geben, die fangen bei 10 Euro an und gehen rauf bis 2.500 Euro, wenn ihr zum Beispiel sowas im Naturschutzgebiet macht. Frage 5. Wie lange darf ich im Wohnmobil übernachten? In der Regel geht man davon aus, dass diese Nummer mit der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, das Übernachten, einen Zeitraum von bis zu 10 Stunden umfasst. Danach geht man davon aus, dass es eher die Nutzung zum Wohnen, also dass der Wohnzweck überwiegt und dann sind wir bei dem Ding mit dem Gemeingebrauch, was ich vorhin erklärt habe, wo man eine Sondernutzung bräuchte. Längeres Parken kann dann gestattet werden, wenn zum Beispiel bei Stellplätzen zusätzliche Angaben zu der Dauer gemacht werden. Wenn da steht Parkdauer bis zu 3 Tage zum Beispiel, dann dürft ihr da auch länger stehen. Längere Aufenthalte sind also nur auf Campingplätzen möglich oder wenn Stellplätze explizit dafür freigegeben sind. Ihr dürft auf Privatgrund stehen, auch länger, wenn ihr dafür die Genehmigung des Besitzers habt. So, Halbzeit. Kaffee. Wie trinkt ihr eigentlich euren Kaffee? Macht ihr da irgendeine Milch rein oder einen Pflanzendrink oder Zucker? Oder trinkt ihr schwarz? Frage 6. Ist die 10-Stunden-Regel ein Mythos? Das war nämlich in den Kommentaren heiß diskutiert. Es gibt kein Gesetz, wo das mit den 10 Stunden drin steht. Das stimmt. Aber es gibt andere Gesetze. Nämlich dann, wenn die Nutzung über die Sache mit dem Parken hinausgeht. Denn das bedeutet nicht, dass man gar keine Vorschriften beachten muss, sondern dass dann andere Vorschriften greifen. Auch wenn es also streng genommen richtig ist, dass im Gesetz nichts explizit von 10 Stunden steht, haben Ordnungsamt, Polizei und so weiter auch eine gewisse
Rechtspraxis, auf die sie sich dann berufen. Und zwar irgendwie müssen die ja entscheiden, wann ist halt dieser Verkehrszweck nicht mehr gegeben, wann fängt das Wohnen an, und da hat sich das sozusagen eingebürgert zu sagen, bis zu 10 Stunden ist okay, da ist der Verkehrszweck quasi das, was im Vordergrund steht, und wenn Leute das länger machen, dann nimmt man eben an Sondernutzung. Sie benutzen den Verkehrsraum nicht mehr für den Bereich Verkehr, sondern für andere Nutzungszwecke. Die Polizei muss dann nämlich entscheiden, in welchem Fall quasi dieser Gemeingebrauch nicht mehr so gegeben ist, wie er vorgesehen ist. Und im Zweifelsfall kann ich euch nur davon abraten, eine Diskussion mit einem Polizisten oder so anzufangen, so nach dem Motto, nein, das steht nirgendwo im Gesetz. Wenn ihr keine gute Rechtsschutzversicherung habt oder wenn ihr nicht gerade zufällig zu viel Geld übrig habt, würde ich mich auf solche Diskussionen nicht einlassen, sondern lieber freundlich sein, wegfahren und mir das Bußgeld ersparen. Frage 7. Kann ich nicht einfach in die Büsche machen und mein Klopapier dann verbuddeln? Zu Punkt 1. Das Urinieren, öffentliche, ist in Deutschland verboten. Die Rechtslage ist ein bisschen komplexer bei dem Thema, aber wer dagegen verstößt, kann ein Bußgeld bekommen, bis zu 5.000 €, und in Extremfällen, wenn man sozusagen auch noch ein öffentliches Ärgernis erregt, kann man bis zu 1 Jahr im Knast landen. Egal ob Straßenecke oder Wald, urinieren und abkacken in der Öffentlichkeit ist in Deutschland nicht erlaubt. Fühlen sich Passanten gestört oder werden quasi Kinder diesem Anblick ausgesetzt, kann es sein, dass ihr ein öffentliches Ärgernis erregt, und dann kann es teuer werden. Aber keine Bange, wo kein Kläger, da kein Richter. Wer in Wald und Flur mal dringend muss, kann in der Regel mit dem Verständnis aller Leute rechnen, weil jeder sowas kennt. Also, wenn ihr jetzt mal in so eine Notsituation geratet und irgendein Passant sieht euren Hintern und fühlt sich gestört, gibt es in der Regel eigentlich nur hier den Fall Ordnungswidrigkeit, Verwarngeld 35 €. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Wichtig ist, wenn es jetzt mal wirklich ganz dringend ist, nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen und die Natur. Dann könnt ihr eigentlich fast mit dem Verständnis der Leute rechnen. Dann kommen wir zu dem Thema Urin. Die Annahme, dass menschlicher Urin immer keimfrei sei, stimmt nicht. Wenn man in die Büsche macht, gelangen mit dem Urin auch immer Bakterien mit an die Pflanzen. Ob diese Bakterien gefährlich sind oder nicht, können wir einfach so mit Gewissheit nicht sagen. Außerdem können mit dem Urin auch Rückstände von Medikamenten in die Natur gelangen. Außerdem gelangen mit dem Urin nicht unerhebliche Mengen Salz in die Natur, und wer das mal ausprobiert hat, das finden Pflanzen gar nicht gut. Es sei denn, du bist ein Rhododendron und oder so eine Moorpflanze, dann findest du das vielleicht okay. Ich quäle euch jetzt nicht mit den genauen Angaben des pH-Werts, aber der pH-Wert von menschlichem Urin ist halt, der schwankt täglich und ist ein anderer, es gibt Überschneidungen, aber er ist an den Randbereichen ein anderer als das, was Pflanzen so gut finden. Vor allem an den Orten, wo ganz viele Leute in die Büsche machen, nämlich rund um Wanderwege, in so Parkplatzbüsche. Genau da hat das eben große Folgen. Wenn ihr trotzdem irgendwie in die Büsche machen würdet, dann wäre das, also wenn ihr jetzt wollt, dass die Auswirkungen von in die Büsche machen ein bisschen weniger werden, dann kippt ihr einfach ein bisschen Wasser aus eurer Wasserflasche darüber, dann kann man es ein bisschen eingrenzen. Gilt auch für Klopapier. Das meiste, was man in den Büschen findet, sind Feuchttücher, verrotten so gut wie gar nicht, weißes Klopapier und dämliche Taschentücher. Die allerwenigsten Leute achten darauf, dass wenn sie mal aus Not in der Natur machen müssen, dass sie nur das recycelte, nicht gebleichte Toilettenpapier, blauer Engel und so nehmen. In den meisten Fällen sieht man alles andere da. Und die Zeiten, die es benötigt, um zu verrotten, Feuchttücher sowieso, ferner liefen. Taschentücher brauchen bis zu 1 Jahr, aber selbst einfach nur das ganz normale Klopapier, das weiße, braucht bis zu 3 Monate. Also es ist nicht innerhalb von wenigen Tagen weg. Und wie schon gesagt, Problem ist, alle machen an die gleichen Stellen, rund um Waldwege, Wanderwege und in die Büsche an Parkplätzen. Das heißt, unter der Erde und auf der Erde sammeln sich krass viel dieses Papiers und der Exkremente. Und dann ist das für Natur einfach nicht mehr zu schaffen. Wo es biologisch aktiven Waldboden gibt, der dann halt besonders dunkel und feucht ist oder so, da kann man sagen, wird Zeug besser abgebaut. Aber wer von uns ist jetzt so der Waldbodenexperte und könnte mit einem Blick sagen, oh ja, hier sind viele Mikroorganismen vorhanden, das wird gut abgebaut. Und wir achten meistens nicht darauf, wirklich weiter in den Wald reinzugehen, um quasi die Fäkalien dort dann zu verbuddeln oder so, sondern die meisten Leute machen halt an die immer gleichen Stellen. Und deswegen ist es ein Problem und deswegen soll man sein Klopapier nicht einfach verbuddeln. Außerdem ist es bei dem weißen Papier, also sowohl Taschentüchern als auch Klopapier so,
Das wird mit Chlor gebleicht und diese Chlorverbindungen reichern sich dann im Boden an. Deswegen empfiehlt unter anderem der Deutsche Alpenverein, wenn man seinen Notduft in der Natur zum Beispiel auf längeren Touren oder so verrichten muss, nicht direkt da, wo die Leute immer hinkacken, sondern ein bisschen weiter in den Wald, dunkler Boden, möglichst feucht und gerne da, wo auch Sonne drauf fällt. Dann kann es ein bisschen schneller abgebaut werden und es gibt höchstwahrscheinlich viele Mikroorganismen, die dazu beitragen. Genau, Loch buddeln, mindestens 15 cm tief oder halt so eine Handlänge tief. Alles wieder zubuddeln und ansonsten, wenn man die Möglichkeit hat, Klopapier mitnehmen, denn es landet zu viel auf den immer gleichen Stellen. Frage 8. Kann ich mit biologisch abbaubaren Seifen in Flüssen und Seen baden? Ich habe mir das Wasserhaushaltsgesetz angeschaut. Mann, Henning! Jede Person ist laut Wasserhaushaltsgesetz dazu verpflichtet, nachteilige Veränderungen von Gewässern zu verhindern. Henning, weißt du, hier der Wasserexperte, ne, der denkt sich jetzt auch, du hast dir das Wasserhaushaltsgesetz angeguckt. Ja, darf ich jetzt erstmal hören. Jedes Einleiten von Stoffen jedweder Art in Gewässer braucht eine Bewilligung oder Genehmigung. Als schädlich gilt alles, was den chemischen oder ökologischen Zustand des Wassers nachteilig verändert. Selbst Dr. Bronner, die von den Campern gerne benutzt und empfohlen werden, die diese quasi hochgradig biologisch abbaubaren Seifen herstellen, sagen, ja, obwohl die Seife, unsere Seife so toll ist, bitte benutzt sie nicht in Seen oder Flüssen oder Gewässern, denn selbst kleinste Mengen von unserer Seife können den Lebensraum von biologischen Lebewesen, Wasserlebewesen, Mikroorganismen erheblich schädigen. Es ist immer noch besser, biologisch abbaubare Seifen zu benutzen als konventionelle Seifen. Wenn ihr das aber in der Nähe von Gewässern benutzen wollt, dann bitte darauf achten, dass es mindestens 60 Meter von diesem Gewässer entfernt ist und irgendwie in der Nähe von Boden passiert, der dann das Wasser filtern kann, bevor es irgendwie ins Grundwasser oder also weiter ins Gewässer gelangt. Auf der sicheren Seite ist man immer, wenn man möglichst weit weg von dem Gewässer ist und wo es halt aktiv lebendigen Erdboden gibt. Also jetzt so ein toter Betonboden oder so, der filtert biologisch abbaubare Seifen nicht. Frage 9. Kann ich Spülwasser, mein Grauwasser, mein Abwasser oder meine Chemietoilette in den Gully ablassen? Habt ihr den Keks? Nicht jeder Gully führt zu einem Klärwerk. Wie? Ich habe doch als Kind und meine Oma, die haben doch immer das ganze Putzwasser einfach in den Gully gekippt. Ja, aber trotzdem ist es so, dass nicht jeder Gully von jeder Straße auch in ein Klärwerk mündet, sondern sie führen ganz, ganz häufig einfach in Gewässer. Und zwar Bäche, Flüsse, Seen. Ich mache es ganz einfach. Es gibt Gullys, die haben 2 Leitungen und es gibt Gullys, die haben nur eine Leitung. Entweder ihr müsstet für jede Stadt und jede Straße genau nachgucken, wie es bei diesem Gully aussieht, oder ihr spart euch das und achtet einfach darauf, niemals irgendein Brauch- oder Schmutzwasser. Und Schmutzwasser ist Wasser dann, sobald du irgendwie irgendwas damit abwäschst, Spüli oder Seife reinknallst, das einfach nicht in irgendein Gully einleiten, weil ihr nicht wisst, ob diese Leitung entweder wirklich in ein Klärwerk führt oder direkt in ein öffentliches Gewässer, in einen Fluss, einen See, einen Bach eingeleitet wird. Deswegen ist es so wichtig, jegliches Schmutz, Abwasser, Spülwasser, Grauwasser in entweder einer Kanalisation zu entsorgen oder wenn es Desinfektionszusätze hat, wie bei einer Chemietoilette, dann nur in einer dafür vorgesehenen Entsorgungsstation, weil die Reinigung des Wassers, die Aufbereitung des Wassers speziell stattfinden muss, damit das keine schädlichen Folgen hat. Frage 10. Wo darf ich mein Abwasser denn entsorgen? Ich muss auf Klo, weil ich so viel Kaffee getrunken habe. Im Idealfall habt ihr als Camper also auf jeden Fall einen Kanister für euer Grauwasser dabei und einen Mülleimer, eine Mülltüte oder irgendwie einen Behälter, um eure Exkremente und Pipi und so weiter aufzufangen und das ordentlich zu entsorgen. Ich glaube, viele Erfahrungswerte zu diesem ganzen Themenkomplex werden dieses Jahr überholt, weil in der Folge dieser Massen von Leuten, die auf Parkplätzen unterwegs sind, der Massen von Müll, die dabei hinterlassen wird, der Schäden an der Natur, die mittlerweile vorhanden sind, es wird mehr Verbote geben, es wird mehr Kontrollen geben und die Leute werden strenger quasi mit den Campern umgehen und sprechen wir uns alle in einem Jahr wieder und gucken uns an, wie es dann aussieht. Das Beste wäre, ihr benutzt biologisch abbaubare Seifen grundsätzlich nur und entsorgt die trotzdem über ein Grauwasser, über Kanalisation, genau, einfach in die Toiletten oder da, wo Abwasser entsorgt werden kann.
Und wenn ihr anderes Wasser habt, zum Beispiel eine Chemietoilette oder so, bitte nur in den dafür vorgesehenen Entsorgungsstationen, weil das Wasser extra aufbereitet werden muss. Wenn ihr konventionelles Spülmittel benutzt oder irgendwelche konventionellen Seifen, dann bitte auch nur da, wo Wasser dem Klärwerk zugeführt wird. Das heißt in so Haushaltsanschlüssen oder Toiletten und so weiter. Aber auch das könnt ihr mit an den Entsorgungsstationen bei den Grauwasserstationen entsorgen. Im besten Fall vermeiden, auch hier die Nummer mit dem biologisch abbaubaren Zeug in die Natur zu hauen, weil es ist immer eine Belastung. Der Boden muss sich erst darum kümmern, das Wasser wieder zu klären sozusagen. Und alles, was man vermeiden kann, ist besser. Außerdem, das schadet auch dem Ruf der Camper. Wenn ich auf einem Parkplatz stehe und einer nimmt seine Spülschüssel, ich sehe ja nicht von außen, was hat er da drin? Hat der biologisch abbaubares Spülmittel da drin oder gar keins? Das in die Büsche zu kippen oder draußen zu duschen oder so, ist alleine schon wegen der Wirksamkeit für die Öffentlichkeit problematisch. So oder so gilt beim Freistehen und beim Campen das ungeschriebene Gesetz: Leave no trace. Keine Spuren hinterlassen. Am liebsten mehr Müll mitnehmen, als ihr irgendwo hinbringt. Und was weiß ich, wenn ihr auf dem Parkplatz seid oder so, ich mache das auch gerne, einfach nochmal, wenn ich an einem schönen Platz stehe, ein bisschen Müll sammeln, so als kleines Dankeschön an dem Parkplatz dafür, dass ich da stehen und das nutzen und genießen darf. Und wäre vielleicht ganz cool, vielleicht ist es nur eine Träumerei, wenn man Camper sieht und nicht sofort denkt, ach, die hinterlassen jetzt Müll und ihre Scheiße überall und kacken alles zu, sondern, ah ja, cool, die räumen hier die Parkplätze auf und sorgen dafür, dass sie den Müll, den sie hinbringen, auch wieder mitnehmen. So. Ich hoffe, es sind jetzt alle Fragen beantwortet. Wenn trotzdem noch Fragen offen sind, schreibt die in die Kommentare. Und wenn ihr diese Zusammenstellung von Informationen hilfreich fandet, fände ich es richtig cool, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass das in irgendeiner Weise hilfreich war. Ich hoffe, euer Kaffee ist nicht kalt geworden. Ich habe viele dieser Dinge früher selber gemacht, unter anderem, weil ich es nicht besser wusste. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Campen beschäftigt und das Freistehen eigentlich gerne häufiger machen würde, ist automatisch dann irgendwann das Thema, okay, was darf ich denn eigentlich und so. Und mich würde mal interessieren, was davon war für euch neu? Was habt ihr gewusst? Kanntet ihr das alles schon? War das für euch hilfreich? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder hier.